Tada! Ich grüße euch zum neuen Video. Wie ihr sehen könnt, geht es mit großer Wahrscheinlichkeit um diese schöne elektrische Heckklappe. Ja, und im Tesla hat man auch schön Platz hier hinten. Ich habe die Heckklappe eingebaut im Januar, aber habe da einige Sachen vergessen zu filmen und habe auch einiges gebaut und hintereinander weggebaut. Also für alle diejenigen, die einen Model 3 Facelift haben, die müssen das Video jetzt nie weiterschauen, weil hier geht es primär darum, eben die Heckklappe nachzurüsten an einem Pre-Facelift-Modell für alle Model 3, die das eben noch nicht hatten. Den Genuss der elektrisch öffnenden Heckklappe. Und dazu habe ich euch noch einige Details mitgebracht und versuche euch da einiges zu erläutern in dem Video, was es zu beachten gilt, wo ein paar kleine Stolpersteinchen sind und wo die Anleitungen auch von dem Teil, das ist ein China-Produkt natürlich, wie die meisten elektrisch nachrüstbaren Heckklappen, kommt fast alles aus Fernost. Ich habe mich diesmal entschieden, nicht ein Produkt in Europa direkt zu kaufen, sondern direkt über das Portal AliExpress zu bestellen. Ich schmeiße euch den Link in die Videobeschreibung hinein. Könnt ihr euch selber anschauen. Da ist man bei einem Preis von um die 200 Euro dabei. Habt ihr richtig jetzt gehört? 200 Euro. Das ist auch der Grund, warum ich das dort bestellt habe. Und ich traue mir halt den Einbau selber zu. Ich habe es einmal gemacht und nachdem ich das einmal gemacht habe, war mir klar, was der Aufwand etwa ist. Für den Einbau selber, auf jeden Fall sollte man hier wissen, was man tut. Man muss hier sehr viel auseinanderbauen im Fahrzeug. Also wer sich das nicht zutraut oder generell noch nicht viel an dem Fahrzeug geschraubt und gebastelt hat, oder ich nenne es jetzt ungern basteln, das ist schon eher Installationsarbeit und vor allen Dingen von Elektronik im Fahrzeug wenig Ahnung hat, was es da zu beachten gilt, sollte ich ja lieber die Finger davon lassen. Und ansonsten, wer sich das zutraut, wer technisch ein bisschen bewandert ist, wer das über das entsprechende Werkzeug verfügt, der kann das mit Sicherheit hinkriegen. Das ist kein Hokuspokus. Und ich werde euch versuchen, hier in dem Video das einigermaßen gut zu erläutern, dass das eigentlich dann jeder hinbekommen sollte. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zusehen und sage ganz einfach, Film ab. Tschüss. Ich habe die Heckklappe soweit verkabelt und fertig. Die Funktion ist auch gewährleistet. Ich muss es jetzt nur noch alles wieder zusammenbauen. Bevor ich aber zusammenbaue, wollte ich euch noch mal zeigen, wie das jetzt genau hier aussieht im Tesla. Mit dem ganzen demontierten Zeug. Und zwar schwenken wir mal hier rum. Ich bin jetzt vorne im Auto. Und zwar, hier haben wir das Kabel von Strom. Das geht hier hoch und hier oben findet ihr einen Anschluss in der rechten Seite mit einem Plus vom Fahrzeug. Mit dem Kabel bin ich dann hier runtergegangen und hier seht ihr das Kabel langlaufen. Und das läuft dann hier im Fußbereich lang, wo schon ein Kabelbaum liegt. Dort habe ich das einfach hier daran gelegt und das ist quasi das Pluskabel für die elektrische Heckklappe. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie es hinten aussieht. Wir wechseln mal ganz schnell nach hinten. Hinten sieht das Ganze immer noch so aus, wie ich es vorhin euch schon gezeigt habe. Ich habe das alles hier demontiert. Die Sitzablage mal rausgenommen oder die Sitzfläche demontiert. Wie gesagt, die ist nur aufgelegt. Das ist relativ einfach gebaut. Dann haben wir hier an diesen Punkten hier vorne ist nur geklipst. Das ist so ein, wenn man das sehen könnt hier, so eine Verriegelung. Wenn man diese beiden Haken, die hat man hier und dann auch hinten nochmal. Wenn man die löst, kann man die ganze Sitzbank abnehmen und relativ leicht deinstallieren. Man muss nur noch die Stecker hier unten abstecken, die für die Beheizung der Sitzbank verwendet werden. Ihr seht schon, hier habe ich ein bisschen Schaden gemacht, wenn man dann hier runter macht. Man muss da ein bisschen aufpassen, weil die Teile sind starr. Wenn man dann hier auflegt, also wer das länger mal runterlegen möchte, unbedingt eine Decke oder irgendwas drauf machen. So, und dann sehen wir hier unten den CAN-Bus und dort bin ich rangegangen, habe das Fahrzeug vorher runtergefahren, wie gesagt, mit dem Service-Menü kann man das Fahrzeug ausschalten, dann so circa 5 bis 10 Minuten warten, bis man so ein schönes, dumpfes Klackgeräusch hört und dann ist das Fahrzeug deaktiviert und aus. Erst dann kann man diesen Stecker hier hinten ziehen und das Kabel dazwischen steckt. Ich habe das jetzt hier lang gelegt, bin hier unter den Teppich gemarschiert und komme jetzt hier raus und hier seht ihr das Kabel langlaufen. Ich habe das dann hier dran befestigt. Ich tue auch ab und mal mit Kederband das befestigen. Ich bin nie generell so ein Freund von Kabelbindern hier an diesen Stellen, sondern nutze hier auch Klebeband, wie ihr es hier zum Beispiel schön sehen könnt. Und kann damit das Kabel schön sauber verlegen. Ja, und jetzt werde ich erstmal bei Auto wieder zusammenbauen. Ihr seht hier oben das ganze Rümpel liegen. Das ist alles die Teile, die innen verbaut sind. Aber das ist wie gesagt alles nur gesteckt. Ich glaube, hier ist nie eine Schraube. Nö, ist nur gesteckt und man hat eben diese Kunststoffklipse. Die muss man wieder installieren. Also von der Bauart relativ einfach gemacht und funktional.
ja, ich baue jetzt zusammen und zeige euch dann, wie es dann im Kofferraum weitergeht. So, jetzt sind wir hier hinten am Heck angekommen. Wie ich das vorne alles verkabelt habe, habe ich euch gezeigt. Ich habe mir jetzt erstmal auch eine Lampe, könnt ihr das sehen? Ein Licht zugelegt, dass ich hier ein bisschen, wenn ich vor allen Dingen in der Garage filme und im Dunkeln, ist es einfach ein bisschen besser. Ich denke mal, das hilft euch dann auch, dass das Video ein bisschen eine bessere Belichtung hat. Und zwar haben wir jetzt hier alles so weit verlegt. Ich kann euch das mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Hier haben wir jetzt den verstellbaren Zug quasi, wo der Fanghaken der Kofferraumklappe reinfällt und die Falle eben das Ding runterzieht. Wenn wir mal hier runter gucken, das ist jetzt hier hinter der Verkleidung. Hier geht das eine Kabel durch, das ist wieder ein bisschen hier mit Alubutyl angeklebt. Auch hier vorne, wie ihr sehen könnt, hier ist überall schön Alubutyl verklebt, damit das ein bisschen hier dran klebt. Weil ich kann es diesmal nicht hier unten lang legen, weil der linken Hebearm, das Kabel ist nicht lang genug. Aber wenn wir das hier so ranlegen, die ganze Verkleidung vom Kofferraum, sieht das eigentlich sehr gut aus. Dann sind wir hier drüben durchgegangen. Hier liegt jetzt schon der Motor hier unten, der Stellmotor. Ich habe jetzt schon das Plasteteil hier liegen, sieht immer ein bisschen schlecht. Aber hier geht der Bautenzug lang, dieses Teil, und führt hier nach unten rein. So, was manche ja machen, die führen hier oben, wir haben mit den Stecker vom Scheinwerfer, und die führen dann hier oben das Kabel durch. Das sehe ich bei einigen Videos auch im Internet. Ich finde, das ist wirklich keine gute Lösung, denn der Stecker hier oben hat eine Abdichtung. Also wenn man den Scheinwerfer hier reinschiebt, der hat quasi einen Dichtring, damit das hier zum Blech eine Dichtung ergibt. Und wenn man jetzt hier noch zusätzlich ein Kabel durchführt, beschädigt man oder behindert man natürlich die Dichtwirkung, was nicht sehr ideal ist. Deswegen, ich würde auf jeden Fall immer die Kabel hier runden durchführen. Da muss man, wenn man das mal so sieht, da geht man hier oben mit dem Kabel lang. Das sieht man hier an der Seite ein bisschen. Dann gehe ich hier unten in den Scheinwerfer rein und führe das Kabel hier unter die Stoßstange. Die Stoßstange muss dafür ein bisschen abgedrückt werden. Da habe ich ein Bild gemacht, zeige ich euch, und dann kann man das schön hier reinblenden. Danach tut man den Gummi wieder drauf machen, die Stoßstange wieder andrücken, den Gummi wieder ansetzen. Dann sieht man nichts. Das ist wirklich weg und es ist sehr dezent verbaut. Ich finde, damit kann man leben. Dann haben wir hier oben noch die Steuerung oder die neue Ansteuerung der Innenraumbeleuchtung des Kofferraums. Das ist das alte Kabel hier. Hier könnt ihr das sehen. Das bleibt ab. Das wird dann auch blind gemacht. Das werde ich noch hier ordentlich so verlegen und hier oben mit dem Kabelbinder befestigen. Und die Lichter werden jetzt angesteuert von dieser Combo-Box hier unten, von dieser Steuerbox des Kofferraums, des neuen. Das ist das Teil. Hier gehen sozusagen alle Kabel rein. Hier links haben wir das Kabel aus der Heckklappe, wo eben der Taster und das Schloss geregelt werden. Das schwarze kleine Steckerchen ist CAN-Bus-Signal. Hier haben wir Plus und Minus, die dicke rote und schwarze Ader. Daneben die Beleuchtung für den Kofferraum und auch Plus, Minus. Und dazu hier die Hellbahnstecker, das sind die beiden Arme. Rechts und links. Ach nee, der dicke ist nicht Plus und Minus nur, sondern der Zugmotor, der Stellmotor für das Teil hier, den Fanghaken. Jetzt haben wir ja sozusagen alles schon verkabelt. Bei der Gelegenheit möchte ich euch gleich noch zeigen, weil ich mir ein bisschen Alubutyl nachkaufen musste, habe ich jetzt genügend übrig und habe mir hier unten Alubutyl angeklebt. Habe mir diesmal von Reckhorn das Alubutyl zugelegt. Das klebt auch sehr gut, muss ich sagen. Und ja, wenn ich jetzt schon mal alles hier auseinandergebaut habe, habe ich noch zusätzlich hier unten das Teil gemacht. Und ich habe hier oben die Heckklappe innen einmal das Blech, die Blech so gut wie möglich, die Bleche hier innen drin nochmal zusätzlich mit Alubutyl versehen, wenn wir das schon mal eben alles abgebaut haben. So, wie ihr sehen könnt, ist dann hier oben die Verkabelung der Heckklappe. Da wird einmal das Signal das ist der Taster hier oben, das schwarze Teil, wo man die Heckklappe auf und zu macht. Hier drüben, das ist die Rückfahrkamera, dieser Stecker. Und hier drüben haben wir eine Kennzeichenbeleuchtung. Und der Taster, der wird abgegriffen, das Signal. Das geht hier auf diesen einen Stecker, da kommt so ein kleiner Y-Stecker dazwischen. Also so greift man quasi das Signal ab und der Stecker geht dann auf den Kabelbaum, der reingezogen wurde von dem neuen Kabelbaum. Dann haben wir noch erschwerend als kleine Situation, die ich lösen musste. Wir haben hier, wie wir schon sehen, das habe ich eingebaut. Wir greifen hier das Signal ab von dem Schloss. Das Schloss hier muss ja genau ein Signal kriegen, jetzt öffnen. Damit muss das Schloss entriegeln, damit die Arme hochfahren können und das anheben.
Damit das aber automatisch funktioniert, muss es eben das Signal geben von der Box hier unten. Hier an diesen Stecker kommt der Taster dran, der dann hier oben in der Verkleidung ist, wo man dann drücken kann und die Klappe wieder zugeht. Das Problem ist aber allerdings gewesen, trotz des CAN-Bus-Signal, was hier da ist und was man sehen kann, habe ich trotzdem das Problem gehabt, dass im Display, wenn man die Klappe aufmacht, das Signal nicht da ist, Klappe offen. Das heißt, die Klappe, man drückt drauf, ich zeige euch noch mal einen kurzen Film, habe den gemacht, drückt man drauf, die Klappe geht kurz auf, zu, obwohl sie halt physisch hochfährt. Das ist natürlich blöd. Ich möchte eigentlich auch im Display sehen, wenn die Klappe offen ist, dass im Display vorne auch die Klappe auf ist. Und das Signal fehlte und da habe ich mal hier durchgemessen und geguckt, weil wenn das Signal kommen muss, muss ja irgendwo eine Spannung anliegen, damit das Auto weiß, aha, Spannung da, also Signal 1. Ne? Ich denke es zumindest immer so. Deswegen habe ich hier durchgemessen, was hier oben ankommt an dem Stecker. Weil wenn ich den Stecker direkt geklemmt habe, hat das Fahrzeug vorne immer sofort gezeigt, Klappe auf. Sobald ich den Stecker gebrückt habe und diese Brücke eingebaut habe von dem neuen Teil hier, hat es das nicht mehr angezeigt. Also war die Frage, woran liegt das? Und da habe ich einfach mal hier durchgemessen und habe hier auf dieses kleine lilafarbene Kabel gemessen. Ich zeige euch das mal hier. Das lilafarbene Kabel. Und das führt eine Spannung von plus 5 Volt. Aber nur, wenn das Teil offen ist. Wenn das schließt, ist die Spannung hier weg. Also habe ich jetzt mir gedacht, ich tue einfach mal hier oben an das Kabel rangehen. Ich habe dann hier oben gemessen an dem weißen Kabel, an dem Stecker. Und hier liegt gar keine Spannung an. Also kann natürlich auch kein Signal zum Fahrzeug erfolgen, wenn hier oben 0 ist. Und deswegen dachte ich mir, okay, habe ich erstmal getestet, habe mir einfach mal hier was reingesteckt und hier oben reingesteckt und dann war das eben da. Und ich habe vorne im Display gesehen, Klappe offen. Okay, also habe ich mich überlegt, normalerweise ist der Stecker hier blind. Ich habe jetzt quasi hier einen Pin reingelegt, damit hier oben das Signal, die 5 Volt abgeholt werden und dann hier oben reingegeben werden. Und das ist kein Problem, das funktioniert trotzdem einwandfrei. Damit ist dieses Problem gelöst, weil das hat mich schon ein bisschen genervt. Ich möchte eigentlich vorne im Display sehen, wenn die Heckklappe auf ist, dass sie auf ist, so wie es eben vorher auch war. Ich werde jetzt noch hier den ganzen Spaß wieder zusammenbauen, den ganzen Kofferraum zusammenbauen, alles wieder schön schick machen. Die Box zeige ich euch auch noch. Die Empfehlung von dem Hersteller dieses Systems, wo ich sie gekauft habe, ist, dass man die Box dann hier drüben so montiert. Eigentlich so hier dran und dann mit dem Kabelbinder hier dran befestigt. Das ist mir aber einerseits zu russisch und zweitens finde ich es doof, weil wenn man dann hier das Teil zumacht, man hat ja hier schon die kleine bisschen die Dämmung dran von Tesla Original. Und das ist eigentlich vom Platz ausreichend. Da kann man jetzt nie noch hier irgendwie anfangen, jetzt noch 3-4 cm aufzubauen. Finde ich nicht gut. Deswegen, ich werde, wie ich es schon mal gemacht habe, da habe ich die hier oben drauf geklebt auf die Endstufe von Tesla. Das ist überhaupt kein Problem. Das Teil wird nicht richtig heiß. Und dann habe ich mir noch zur Sicherung, könnte man jetzt noch einen Kabelbinder drüber machen, damit das Teil nicht abfällt oder so. Aber das sehe ich nicht als Problem. Ich klebe die hier drauf. Ich habe dazu schon die Rückseite hier präpariert. Seht ihr schon? Ich glaube, das heißt das Lehrband aufgeklebt. Da wo das Ding hier unten dran klebt. Dann werde ich die ganzen Kabel hier noch ordentlich verlegen und hier unten den originalen Kabelband, den wir hier sehen. Dort werde ich dann die anderen Kabel ordentlich dranlegen und ein bisschen befestigen mit einem großen Kabelbinder und dann ist es gut. Jo, das ist jetzt der nächste Schritt. Und wenn ich fertig bin, zeige ich euch das Ergebnis und dann gucken wir uns auch mal an, wie die Klappe auf und zu geht. So, wenn wir die Heckklappe hier eingebaut haben, will ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Ich blende euch mal ein Bild ein über die ganze elektrische Verkabelung. Das ist ganz wichtig, denn das Produkt von der chinesischen Firma, dazu bekommt man zwar auf Anfrage so einen QR-Code zugesendet und kann daraufhin eine kleine Installationsanleitung herunterladen, aber die ist sehr spartanisch, sage ich mal. Da sind zwar auch Bilder drauf, aber naja, die habe ich eben erst nach 2-3 Mal anfordern bekommen. Der Händler antwortet natürlich, das ist kein Problem, aber es war trotzdem nicht ganz so schlüssig, weil zu dem Teil zur Installation, muss man zusagen, gibt es keine Anleitung. Also du bekommst kein Blatt Papier oder irgendeine gedruckte Anleitung, gibt es halt nicht. Du bekommst wirklich nur die Teile. Und wichtig ist natürlich zu wissen, wie man hier oben diese Verkabelung, da hast du 2 Stecker, die müssen ja hier drüben durchgezogen werden durch diesen Schlauch, was ein bisschen tricky ist. Hier empfehle ich auf jeden Fall jedem, das komplett abzubauen, auch diese Kabelbinder hier aufzumachen. Und diese Adern, die sind ummantelt mit so einem Kederband und das sollte man auf jeden Fall abisolieren, damit man nur noch die blanken Litzen hat. Und die blanken Litzen kann man gut dann mit ein bisschen entweder Vaseline oder ich habe WD-40 genommen, habe einfach ein bisschen WD-40 hier in den Gummi reingesprüht und damit kleidet das schon super gut, weil Gummi auf Gummi kleidet dann sehr gut. Dagegen dieses Kederband, das ist ja so stoffartig,
ist wirklich sehr bescheiden. Also geht überhaupt nie. Ist teilweise auch sehr stark umwickelt. Ich habe selber so ein Kederband in der Garage und habe das dann, wo ich es dann hier oben drin hatte, einfach nochmal isoliert, umwickelt, schön sauber und dann hier an dem vorhandenen Kabelbaum befestigt. Des Weiteren, also wie gesagt, die Bilder blende ich euch ein. Das sind 2 Bilder für 2 Stecker. Seht ihr schön die Pin-Kontakte. Blende ich euch jetzt hier ein. Guckt euch das genau an. Und ich werde dazu noch mal die Files werde ich auch in die Google Cloud hochladen, in den Google Drive und in der Videobeschreibung verlinken. Dann habt ihr das nochmal als Bild, wer das nachbauen möchte. Dann gibt es noch eine Einstellerei über diesen Button hier, wo wir zum einen die Höhe der Heckklappe einstellen können, was ja wie gesagt auch beim Model 3 jetzt Facelift genauso funktioniert. Das hat ja so einen runden Button, das ist halt hier ein eckiger Button, der ist auch beleuchtet. Und da gibt es 2 Funktionen. Die zweite Funktion ist dann die Geschwindigkeit fürs Öffnen und Schließen. Das muss ich selber herausfinden. Die erste Funktion, die man hat, wenn man hier 5 Sekunden drückt, die Taste, ist die Speicherung der Höhe. Also wenn die Heckklappe das erste Mal aufgeht, fährt die nicht ganz hoch. Da hängt sie etwa hier. Ich habe die jetzt voll aufgedrückt, manuell in diese Stellung gebracht. Und dann drückt man hier oben 5 Sekunden den Button und hört dann einen langen Signalton. Das bedeutet, Höhe gespeichert. Beim nächsten Mal fährt dann die Klappe wieder in diese Position, beim nächsten Öffnen. Das zweite ist die Einstellung der Geschwindigkeit. Original, es gibt 3 verschiedene Stufen. Original, wenn man den Controller, der hier unten drin hängt, jetzt resettet, ist dann wieder diese mittlere Stufe eingestellt. Die mittlere Stufe ist allerdings relativ schwach, etwas langsamer natürlich auch und auch schwach beim Schließen. Der Tesla braucht eine ordentliche Schließkraft und damit der ordentlich runterdrückt und dann zuzieht. Und damit das so ist es besser, man stellt wirklich die schnellste Kraft ein, also die schnellste Öffnungsgeschwindigkeit, öffnen und schließen gleichzeitig. Damit fährt erstens mal die Heckklappe relativ zügig auf und zweitens schließt die Heckklappe ordentlich, weil eben ein ordentlicher Druck vorhanden ist beim Schließen. Ich habe mir das auch angeguckt an den Facelift Model 3s und die Facelift Model 3s haben genau die ähnliche Geschwindigkeit. Wir haben parallel beide öffnen lassen, haut etwa hin. Also ist schon ordentlich. Ich habe es auch getestet, nur einen Arm einzubauen, so wie es beim Model 3 Facelift ist. Hat er auf einer Seite eine normale Hubstrebe, also eine Gasdruckfeder. Und hier auf der linken Seite ist dann der Antrieb. Hat bei mir aber nicht funktioniert. Öffnen ja, aber Schließen hat nicht funktioniert, weil beim Schließen die Kraft wahrscheinlich zum Zuziehen und der Gegendruck dieser Gasdruckfeder wahrscheinlich zu groß ist. Oder ja, also zumindest hat die Kraft nie gereicht, damit die Heckklappe eben ordentlich schließt. Und der Fanghaken hier unten das Teil dann runterziehen kann. Dann ist es eben auch wieder so, dass es wirklich Millimeterarbeit ist beim Schließen hier. Diese Hubarme, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Tesla nur einen installiert. Die gehen hier wirklich sehr eng vorbei und ja, das ist wirklich eng. Ne? Wer schon mal den Gummi hier auch gesehen hat bei dem neuen Model 3, bei dem Facelift, der ist sehr geändert. Der ist ja an der Stelle relativ schmal. Da wird er wieder ein bisschen breiter und hier ist er sehr groß, weil man ja dann hier diese neue Lippe hat und diese Ablauflöcher. So. Das soll es eigentlich gewesen sein. Ich packe euch, wie gesagt, einiges mal in die Beschreibung rein, was sinnvoll ist. Ich will jetzt keine komplette Beschreibung erstellen, das ist nie mein Sinn und Zweck. Aber ich kann euch empfehlen, das Teil zu bestellen. So günstig kommt man nicht zu einer Heckklappe. Meine Meinung, ne? Also 200 €. Ich habe das dann noch mit DHL Express bestellt. DHL Express hat knapp 4 Tage gebraucht, damit das Teil in Deutschland ist. Da bezahlt man noch 40 € für den Versand. Und dann über DHL Express wird auch gleich diese Einfuhrumsatzsteuer abgeführt und die Verzollung erfolgt alles DHL direkt. Das finde ich eigentlich sehr angenehm. Man bekommt dann eine Zahlungsaufforderung per E-Mail. Ich habe das dann online bezahlt und ich bin alles in allem bei rund 300 € gelandet. Also Versand, Zoll, Umsatzsteuer und das Teil eben an sich. So, heute haben wir ein herrliches Wetter, deswegen bin ich gleich mal rausgefahren, dass wir nicht immer in der Garage filmen müssen. Ich habe das Auto, wie gesagt, jetzt zusammengebaut. Alles drin, alles dran. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, Hokus Pokus, einmal Signalton und Heckklappe geht auf. Juhu! Hier alles wieder zusammengebaut. Man sieht also nichts mehr. So, und von der Warte her passt, funktioniert. Ich bin zufrieden und zeige euch jetzt nochmal im Auto von der Bedienung, was jetzt der Unterschied ist und eben bezogen vor allen Dingen hier oben auf das kleine Drähtchen, was ich hier installiert habe. Wollte euch jetzt nochmal zeigen hier im Display den Unterschied, wenn man eben jetzt aufmacht und zumacht, dass man eben auch sieht, dass es auf ist, der Kofferraum. Das ist nämlich nicht gewesen, wenn man eben dieses kleine Aderchen, was ich euch vor uns gezeigt habe,
nicht installiert. Dann hat der Kofferraum, wenn man den geöffnet hat am Display, geht direkt auf, wieder zu und bleibt zu. Der Vorteil an dieser Schaltung ist dann, dass wenn man dann wieder drauf drückt auf Öffnen, hier am Display, geht der Kofferraum auch wieder zu. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil er dann physisch ja offen ist für das Auto und das ist ja noch ein Modell ohne elektrische Heckklappe. Deswegen kann man den natürlich hier am Display nicht schließen. Das Schließen aber wiederum funktioniert, wenn man hinten drauf drückt zum Schließen und in der Handy-App drauf drückt. Auch dann geht der Kofferraum zu und das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil das ist mir fast wichtiger, als wenn es hier drin geht, weil hier mal aufstehen und die 2 Meter hinter das Auto gehen, kriegt man gerade noch so hin. Aber wenn man zum Beispiel mal von Weitem ist oder zu Hause einfach das Fahrzeug, die Heckklappe mal aufmachen möchte und dann wieder zumachen möchte, geht das eben übers Handy. Und das ist eigentlich schon das Ziel der Erfindung. So, ich zeige euch das mal auf dem Display. Ich schwenke mal um. Licht kann man ausmachen, das brauchen wir jetzt nicht. So, wenn wir jetzt hier drauf drücken, hört ihr schon hinten, wie die Heckklappe aufgeht. So, Heckklappe ist offen. Und jetzt ist die Heckklappe, wie ihr seht, auch physisch geöffnet. Damit ich die jetzt schließen kann, muss ich aus dem Auto rausgehen. Oder ich nutze mein Handy und gehe hier auf Fahrzeug und sehe dann hier Kofferraum. Und wenn ich hier auf Kofferraum gehe, jawohl, dann hören wir Piep und der Kofferraum schließt. Und dieses zweimal Piepen ist die Bestätigung sozusagen, dass der Kofferraum geschlossen ist. Damit Problem erkannt. Ich hoffe, das war euch eine kleine Hilfe. Wer also den Kofferraum auf diese Weise elektrifizieren will, kann das gerne machen. Es ist eine sehr gute Variante und vor allen Dingen unschlagbar günstig. Ich haue euch den Link, wie gesagt, wieder in die Videobeschreibung rein. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ein Abo wäre wie immer ganz nett. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ciao.